Hallo Welt, hier ist Franconian Go! Quatsch. Hier ist natürlich Franconian Western. Herzlich willkommen zurück nach der etwas längeren Sommerpause und ich musste das Studio wechseln, weil im eigentlichen Franconian Western Studio ist der Vermieter der Ansicht, dass es noch gar nicht Zeit wäre, die Heizung anzumachen. Ich sitze da so die Tage an meinem Rechner, pflege meine Modelle in meine neue Datenbank ein, da muss ich euch auch noch verraten, welche das geworden ist. Und da kommt ein kleines Kind an meine Loggia und quengelt ein bisschen rum, dass da ja noch gar kein Zug fahren würde. Mami kommt dazu und meint, ja, aber in Kürze fährt doch wieder die Halloween-Bahn. Und ich denke mir nur, scheiße, die hat recht. Die musste ja auch aufbauen. Und das machen wir heute. Also erstmal die Sachen aus dem Keller geholt und da ich ja mittlerweile weiß, dass der Plan vom letzten Jahr funktioniert, habe ich mir am Wohnzimmertisch handliche Stücke vorgebaut und dann als Ganzes raus auf die Loggia gebracht. Aufgeständert habe ich das Ganze wieder mit den Brückenpfeilern von LGB, allerdings mit einer kleinen Änderung zum letzten Jahr. Die Steigung war ja dann doch relativ stark und deshalb liegen auch die Gleise, die an der Loggia-Tür vorbeiführen, dieses Jahr schon leicht erhöht. Letztes Jahr lagen die noch plan auf dem Boden. Man muss also ein bisschen aufpassen, wenn man auf die Loggia geht. Aber das musste man eigentlich auch schon im letzten Jahr, denn ich habe in der Regel die Lok genau an der Stelle geparkt und man musste dann halt über die Lok drüber steigen. Jetzt muss man auch direkt über die Gleise steigen und eigentlich sollte man ja eh nicht auf die Gleise treten. Der Aufbau ging problemlos vonstatten, auch wenn ich den Wachstumsdrang von so manchem Stück Grünzeug ein bisschen unterschätzt hatte und da ein bisschen umarrangieren musste, damit die Loks und Wagen nicht irgendwie Blätter und Blüten abreißen. Und man sieht nach dem Aufbau aus wie Sau. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das mit der ersten Probefahrt so gar nichts wurde. Muss die vielleicht nächstes Jahr beim Abbau dann doch mal in die Spülmaschine feuern, also dann, wenn die Regierung nicht zuschaut, und wahrscheinlich auch in den Schienenreinigungswagen investieren, denn gestern hat die Lok keinen Mucks gemacht. Es ist ja nur das kleine Gangcar und das hat sich überhaupt nicht bewegt. Nachdem es dann aber auch nicht mit einem Stück Schiene laufen wollte, das noch nie in Benutzung war und das ich nur testweise angeschlossen habe, hatte ich schon ein bisschen den Verdacht, dass eventuell das Netzteil vom Fahrregler den Sommer im trockenen und warmen Keller nicht überlebt hat. Wollte den dann aber heute doch nochmal eine Chance geben und habe den Duspol rausgekramt und siehe da, ist überall Strom da, fährt nur nichts. Und dann setzte das Genker drauf und zack, funktioniert plötzlich. Die Wunderheilung über Nacht ist eingetreten, allerdings auf den Schienen draußen eher noch nicht so. Das Genker fährt, es kommt auch rum, aber es ruckelt an vielen Stellen doch arg. Vor allem oben an der Weiche, die das ganze Jahr draußen war, aber auch an dem ein oder anderen Kurvenelement. Jetzt hat man hier zwei Möglichkeiten. Entweder man kauft einfach neue Schienen oder einen Schienenreinigungswagen. Ich habe mich dann doch für Letzteres entschieden, weil es nachhaltiger ist. Wie bei der Weihnachtsdeko auch, versuche ich natürlich jedes Jahr ein bisschen neue Sachen dazu zu bekommen, damit man auch wirklich was Neues entdecken kann, wenn man sich das Ganze auf der Loggia anschaut. Und dieses Jahr werden unter anderem die beiden Halloween-Hauler, die Pico neu rausgebracht hat in 2022, das rollende Material ergänzen. Die werden aber erstmal leere Runden drehen, mit Kürbissen beladen habe ich ja noch die zwei großen von Pico. Es wird außerdem noch ein paar Ergänzungen mit Lego geben. Das schauen wir uns dann aber an, wenn es soweit ist. Bis dann. Einen habe ich noch. Von ganz groß geht's nach ganz klein. Ich habe hier noch eine kleine Vorschau auf ein neues Projekt in Spur N. Und ja, auch ich weiß, dass die Nebenbahn da zurzeit nur dumm rumsteht und Platz wegnimmt. Aber ich hatte Bock auf das Projekt und der erste Probeaufbau war auch schon erfolgreich und ich zeige euch da jetzt gleich noch ein paar Bilder und ein paar Videos dazu.